Ein ganz wichtiges Thema beim Zeichnen ist Licht und Schatten. Wie bekommen wir Licht und Schatten so hin, dass wir beispielsweise eine Kugel zum Greifen nah zeichnen können? Also eine immer wieder gestellte Frage, und heute erkläre ich das Schritt für Schritt anhand einer Kugelform. Ja, du siehst hier, ich habe hier eine normale Kugel in der Hand und sie soll heute unser Beispiel sein. Und wir schauen einfach mal, du siehst jetzt, sie ist gleichmäßig von beiden Seiten beleuchtet, eine relativ komplexe Beleuchtung, die brauchen wir nicht. Das zeige ich nachher noch, wie wir die Kugel von der Seite richtig beleuchten. Aber schauen wir uns erstmal an, wie das Licht rumgeführt wird um eine Kugel und wie die einzelnen Lichtquellen oder Schattenquellen halt heißen und welche Bedeutung sie haben, welchen Zusammenhang sie haben. Ja, du siehst hier einen Ausschnitt auf meinem Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister. Ich habe hier die Lichtquelle von oben links gewählt und schauen wir uns jetzt die einzelnen Bezeichnungen an, die immer wieder wichtig sind. Du siehst hier die hellste Stelle an der Kugel. Ja, da ist das Licht. Du siehst praktisch kaum Struktur. Und du siehst aber, dass das Licht hier immer weiter dunkler wird. Ja, hier beginnt so das Übergangslicht, bis es hier in den Körperschatten geht, also die vom Licht abgewandte Seite. Ja, das ist hier das Dunkle. Hier wird es langsam von hier nach hier immer dunkler. Auch wenn diese Linie hier manchmal wie eine Trennlinie erscheint, es ist eine Übergangslinie. Ja, also das Licht wird langsam dunkler von hier nach hier. So, dann siehst du hier das reflektierte Licht und zwar hier. Das zeige ich auch gleich nochmal anhand dieser Kugel ganz genau. Das reflektierte Licht bedeutet, die Kugel gibt den Untergrund oder reflektiert den Untergrund und dadurch sehen wir hier diese Wirkung, dass die Kugel hier wieder heller wird und hier erleben wir einen sehr, sehr starken Kontrast. Ja, hier haben wir den Schlagschatten, den die Kugel wirft. Das Licht kommt ja wie gesagt von links oben. Und so siehst du auch, dass dieser Schatten, da er nicht direkt aus dem Zentrum von oben kommt, sondern von links kommt, siehst du, dass dieser Schatten ungefähr die Form einer Ellipse hat. Ja. Ganz, ganz wichtig immer zu erkennen, je steiler der Schatten kommt, je runder ist der Schatten bei einer Kugel, zeige ich gleich noch. Und je mehr der Schatten von links kommt, je länger wird der Schatten auch und je mehr wird er zur Ellipse. Ja, also das sind die 5 entscheidenden Sachen. Die Lichtquelle, hier das Highlight, je nach Material mehr oder weniger zu sehen. Siehst du auch so ein bisschen leuchten hier. Und dann kommt das Übergangslicht, dann kommt der Körperschatten, dann kommt das reflektierte Licht, ja, und dann kommt der Schlagschatten. Das sind im Wesentlichen die 5 wichtigsten Sachen, die du über Licht und Schatten wissen musst bei einem runden Gegenstand. Das kann eine Kugel, das kann ein Apfel sein, das kann eine Birne sein, also alles, was rund ist, aber auch das Gesicht eines Menschen. Ja. So, ich zeige es hier nochmal. Wir haben hier das Licht bei der Zeichnung. Dann haben wir hier, wird es langsam dunkler, von hier nach hier. Dann haben wir hier das Dunkle, den dunklen Bereich, den Körperschatten. Hier das reflektierte Licht. Und hier der Schlagschatten, der im Kern, ja, hier kommt am wenigsten Licht dran in diesem Bereich, nochmal dunkler ist als hier. Ja. Je länger sich etwas von dem Objekt entfernt, je unklarer wird der Schatten auch, also je undeutlicher. Die scharfen Kanten beginnen sich zu verwischen. Auch eine gute Methode, die Zeichnung lebendiger zu machen. Ja, also darzustellen, was ist vorne, was ist hinten. Ja. Theorie ist immer ganz, ganz wichtig, das erstmal so zu verstehen und sich das ja so in Ruhe anzuschauen. Ja. Also auch mal zu studieren. Und das Studieren machen wir jetzt anhand.
Ich werde jetzt die Kugel beleuchten und da wird das Ganze dir noch viel, viel klarer werden. Und wenn du auch realistisch zeichnen lernen möchtest, dann sei jetzt mit dabei auf meiner Akademie Schmidts Zeichenwelt. Dort begleite ich dich Schritt für Schritt und zeige dir, wie du realistische Motive leicht und sicher zeichnest. Den Link zur Akademie findest du direkt unter diesem Video. So, ich zeige es jetzt noch einmal direkt mit einer Lichtquelle, sodass es noch besser und noch klarer zu verstehen ist. So, schau also. Ja. Du siehst hier, die Lichtquelle kommt von der Seite. Hier haben wir unseren Lichtreflex. Ja. Und hier geht dieser Meridian rum, also das Übergangslicht, wo das helle Licht, die helle Seite der Kugel sich von der dunklen Seite, wo so eine Trennung stattfindet. Diese Trennung ist aber ein Übergang und nicht manchmal, wie es häufig falsch gezeichnet wird, eine Linie. Ja. Das ist ein schrittweiser Übergang, wie ich schon hier auf der Zeichnung gezeigt habe. Ja. Also du siehst hier den ganz starken Lichtreflex oder das Highlight, dann wird die Kugel hier immer etwas dunkler und hier kommt die abgewandte Seite. Dann kommt hier der Körperschatten der Kugel in diesem Bereich und hier beginnt schon wieder das reflektierte Licht. Das zeige ich dir auch nochmal etwas deutlicher. Du siehst, je heller der Untergrund, je mehr wird hier das reflektierte Licht sichtbar. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig erstmal zu verstehen und ein entscheidender Schritt für Dinge, wenn man Dinge zeichnet, die halt rund sind, rundlich sind. Das können auch Gesichter sein, da funktioniert das Gleiche. Ja? Also du hast sozusagen immer die Lichtquelle oder beziehungsweise das Highlight auf der Kugel je nach Oberfläche verschieden stark. Dann hast du hier das Übergangslicht, ja, dann den Körperschatten, hier ist der Schlagschatten, befindet sich hier. Und hier ist sozusagen das reflektierte Licht. Ja. Und das zeigt uns ganz genau, hier ist eine Rundung vorhanden, keine scharfe Kanten. Ja. Also ganz, ganz wichtig. Mach es zu Hause, nimm dir eine Lichtquelle, ein Handy hat jeder. Und dann schau dir so einen runden Körper an. Das kann erstmal hier eine Kugel sein, wo man es sehr, sehr deutlich sieht. Ja, und dann kann man mit komplexeren Formen anfangen, ein Apfel oder eine Birne. Dort ist es auch ähnlich. Ja, also ganz, ganz wichtig, diese Beobachtung, sich die Zeit erstmal für diese Beobachtung zu nehmen. Ja. Also du hast jetzt gesehen, wie dieses Prinzip funktioniert anhand einer Kugelform. Ja. Eine Kugelform haben wir natürlich auch hier bei dieser Zeichnung von dem Apfel. Ja. Du siehst hier, die Lichtquelle ist wieder von links. Hier ist kaum Struktur zu erkennen. Dann gehen wir hier in den Körperschatten, Übergangslicht, Körperschatten über. Dann haben wir hier das reflektierte Licht und hier den Schlagschatten und hier diesen Kernschattenbereich noch. Ja, aber erst sind diese 5 Lichtquellen das A und O, um das erstmal wirklich zu verstehen. Ja. Wenn man diese 5 grundlegenden Dinge erstmal verstanden hat, dann kann man sich um die anderen Sachen kümmern, die dann noch dazu kommen. Aber das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Und ich zeige dir noch ein anderes Beispiel hier aus dem Kurs. Du siehst hier am Beispiel einer Tasse genau das gleiche Prinzip. Licht, Schatten, Übergangslicht, reflektiertes Licht. Ja. Also dieses Kugelprinzip finden wir sozusagen immer wieder, begegnet uns bei vielen, vielen runden Gegenständen, auch bei organischen Formen, wie gesagt, wie bei diesem Apfel. Ja. Also, wenn dir das jetzt weitergeholfen hat, abonniere ganz gerne meinen Kanal. Und wenn du tiefer einsteigen willst und mit mir auf meiner Akademie zeichnen willst, schau einfach unter dem Video. Dort findest du alle Informationen zu meiner Akademie. Und wenn du weitere Videos anschauen willst, dann wirst du hier oben in der Playlist fündig. Ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video hier auf Schmidts Zeichenwelt wiedersehen und bedanke mich
für deine Aufmerksamkeit.